Da ich eigentlich ausschließlich frei stehe, habe ich mittlerweile einiges an Freisteherfahrung gesammelt und da sind so ein paar Dinge bei rumgekommen, die funktionieren und manche, die nicht so gut funktionieren. Aber falls ihr ja gerne freistehen würdet, aber das irgendwie nicht macht, würde ich heute meine Tipps mit euch teilen, wie ihr euch am besten vorbereitet, wie ihr niedrigschwellig einsteigen könnt und wie man es hinkriegt, dass man einfach ein bisschen stressfreier freisteht und ein bisschen vorbereitet ist, welche Dinge passieren können oder eben nicht und wie man das Risiko minimiert, dass man Stress hat beim Freistehen. Freistehen kann ganz schön stressig sein. Komische Geräusche, alles ungewohnt. Manchmal kommen Leute vorbei, Gassigänger und so, man kann es nicht so richtig zuordnen. Dann liegt man nachts wach und hat Angst, es klopft jemand ans Auto, schickt einen weg und irgendwie dieses Gefühl, was Verbotenes zu tun. Und man weiß nicht so genau, macht das jetzt Spaß oder ist das einfach nur Stress? Bei mir war das vor allem die ersten Nächte so und mittlerweile ist das anders. Es kann schon mal sein, dass man sich richtig fehl am Platz fühlt und dann sagen die Leute immer, ja, was soll denn passieren, was ist das Schlimmste, was passieren kann und einfach freundlich sein, sich an die rechtlichen Vorgaben halten und wenn einen einer wegschickt, dann halt wegfahren. Aber vielleicht geht es einem trotzdem so. Mich würde mal interessieren, wenn du auch frei stehst, wie das für dich ist, ob du dich gestresst fühlst oder ob du sagst, nö, gar kein Problem, easy. Oder ob sich das vielleicht verändert hat, wie es am Anfang war und was du auch dagegen machst, wenn du gestresst bist beim Freistehen. Es gibt Leute, die stehen seit 25 Jahren frei und haben noch nicht eine schlechte Erfahrung gesammelt. Das ist dann entweder Glück oder vielleicht Talent, ich weiß es nicht. Mir hat auf jeden Fall sehr geholfen, mich gut vorzubereiten. Das heißt, genau zu wissen, wie entsorge ich meinen Müll, wo entsorge ich den, wie sind die rechtlichen Vorgaben, Abwasser, auf welchen Plätzen darf ich stehen. Wie sieht das aus, für wie lange darf ich da stehen und mit welchem Auto darf ich wo stehen und was mache ich, wenn doch mal jemand kommt. Wenn man auf der Durchreise ist, also das gilt zum Beispiel nicht am Zielort, darf man bis zu 10 Stunden ungefähr an einem Platz stehen, um seine Fahrtüchtigkeit wiederherzustellen. Das gilt aber nur, wenn man zum Beispiel sich daran hält, dass es ein für das Fahrzeug, das man fährt, geeigneter Platz ist. Wenn das ein Pkw, nur für Pkw geeigneter Platz ist, dann darfst du da mit einem Wohnmobil natürlich nicht stehen. Dann gibt es Vorgaben zur Gemeinnutzung. Das heißt, man darf theoretisch überall parken, wo nicht andere Gesetze das verbieten. Zum Beispiel, wenn es Privatgrund ist oder wenn es ausdrücklich ein Parkverbot gibt. Oder wenn es landwirtschaftliche Flächen sind, die sich in Nutzung befinden, all solche Sachen. Wenn euch das interessiert, kann ich dazu gerne ein eigenes Video machen, was man da, also wie man quasi auswählt, auf welchem Platz man stehen darf und wo nicht und welche Gesetze es gibt, auch zur Entsorgung von Abwasser und Müll. Ein großer Punkt ist zum Beispiel die Toilette. Es ist viel unentspannter, wenn man nachts immer noch irgendwo in den Busch gehen muss. Deswegen am besten eine eigene Toilette dabei haben und ansonsten die Regeln beachten, wie es ist, wenn man seine Notdurft verrichten muss. Das heißt, Loch buddeln mit dem Spaten, mindestens 10 cm tief, wieder zubuddeln und kein Klopapier da lassen, nicht verbrennen, sondern seinen Müll immer wieder mitnehmen und auch nicht Müllberge irgendwie auf einem Wanderparkplatz entsorgen. Dann muss man vorsichtig sein, wenn es Landschaftsschutzgebiete oder Naturschutzgebiete sind oder Orte, die touristisch sehr beliebt und viel besucht sind. Dann kann es sein, dass man morgens schon sehr früh los muss und sich darauf einstellen muss, vielleicht spät anzureisen, früh wieder abzuhauen, denn rechnet euch das mal aus mit den 10 Stunden. Wenn man abends um 10 Uhr ankommt, dann muss man morgens um 8 Uhr wieder weg. Und wenn dann natürlich die ganzen Gassigänger kommen und so, will man jetzt auch nicht erst noch groß anfangen, Frühstück zu machen, sondern dezent verhalten, kein Campingverhalten an den Tag legen, wenn man irgendwo seine Fahrtüchtigkeit wiederherstellt, Fahrtauglichkeit. Das heißt, keine Markise rausfahren, keine Stühle rausstellen, nicht diesen Platz sozusagen wohnlich gestalten, nur schlafen und sich erholen. Ansonsten versetzt euch einfach in andere Leute rein. Wenn ihr irgendwo wohnt, findet ihr das auch gruselig, wenn da plötzlich ein fremdes Auto steht und da nachts Licht dran ist und, drin an ist und irgendwer da plötzlich drin steht und offenbar die Nacht verbringt und ihr nicht wisst, wer das ist und warum. Ist gruselig. Wenn ihr die Chance habt, einen Bauer oder einen Forstwirt zu fragen, ob ihr irgendwo stehen dürft, das machen und sich die Genehmigung einholen. Ja, und ansonsten hilft niedrigschwellig einsteigen. Und zwar kann man entweder direkt erstmal auf einem Campingplatz starten oder auf einem Wohnmobilstellplatz
um überhaupt mal reinzukommen in das sowas alleine machen. Und ansonsten sich Freunde zum Abendessen einladen oder vielleicht mal mit einer anderen Person irgendwo erstmal freistehen, dann fühlt man sich nicht ganz so komisch. Und sich vielleicht als nächstes fragen, wie wähle ich die richtigen Plätze aus, wie finde ich die. Dazu gibt es ein paar Apps, unter anderem die ganz bekannten Park4Night, iOverlander, natürlich Google Maps, die Satellitensuche davon und Stellplatz.info, glaube ich. Ja, findet man auf jeden Fall auch in Facebook-Gruppen ganz viele Plätze, wo man mal stehen kann. Und da bitte unbedingt die Kommentare lesen, denn Plätze werden auch eingetragen, obwohl das Stehen da nicht gestattet ist. Oder Leute machen da entsprechend häufig schlechte Erfahrungen, weil viele andere Leute aus anderen Gründen da abhängen. Das auf jeden Fall immer mit recherchieren. Erstmal irgendwo im eigenen Umfeld anzufangen, zum Beispiel in der Nähe von einer Arbeitsstelle oder an Orten, wo man schon mal gewohnt hat, wo man irgendwen kennt, sich auskennt. Das hilft auch. Und ansonsten gibt es noch Landvergnügen. Da haben sich irgendwie verschiedene Bauern zusammengetan, Höfe und andere Einrichtungen, wo man dann das Buch kauft mit Plakette und Vignette und dann kann man ein Jahr lang auf den Plätzen der Leute, die da mitmachen, freistehen und vielleicht findet man das ein bisschen weniger gruselig. Und ansonsten kann man natürlich auch einfach losfahren, irgendwelche Feldwege ganz bis zum Ende fahren und dann gucken, ob da am Ende irgendwie was ist, wo man stehen kann. Das ist zeitintensiv und funktioniert, glaube ich, erst, wenn man ein bisschen geübter ist und da ein Auge für hat. Aber das kommt mit der Zeit. Man lernt dann zu unterscheiden, welcher Platz geeignet ist und welcher nicht. Ihr wisst so langsam, welche Gesetze herrschen, wo ist welches Schild. Im Naturschutzgebiet auch nicht auf dem Parkplatz unbedingt stehen, vor allem nicht, wenn das gerne besucht ist und populär ist bei Besuchern. Ja, einfach damit rechnen, wo viele Leute sind, kann es entsprechend auch stressig sein. Dann sollte man die Plätze auf jeden Fall prüfen, wenn man die hat. Ich mache das so, ich habe eine Google Maps Karte, da trage ich mir alle Plätze ein, speichere mir die und dann fahre ich immer mal wieder so kleine Touren und überprüfe die. Das heißt, ich gucke mir an, was für Leute hängen da ab, was für Schilder stehen da. Also erstmal klären, darf ich da überhaupt stehen? Wie sieht der Platz aus? Wie viele Leute sind da? Was für Leute sind da? Gibt es da Internetempfang? Habe ich Telefonempfang? Und ja, dann sortiere ich das für mich in eigene Kategorien ein, ob das vielleicht nur was ist fürs Spazierengehen oder auch irgendwas, wo man gut stehen kann über Nacht. Dann hilft es auf jeden Fall, wenn man sich einen Platz ausgesucht hat, wo man über Nacht stehen will, dass man einen zweiten Platz hat, wo man sich tagsüber aufhält. Das heißt, sein Abendessen zum Beispiel noch an dem Tagsüberplatz kochen und erst dann, wenn man zum Schlafen irgendwo hin will, da hinfahren und ja, nicht sozusagen diese Stundenbegrenzung so ausreizen, sondern wirklich erst später hin. Außerdem hat man dann immer noch einen Ausweichplatz, wo man zur Not hin kann. Und es fällt auch nicht so auf, weil wenn man den ganzen Tag da schon sich ausbreitet und abhängt, achten Leute natürlich auch ein bisschen mehr da drauf. Ich fahre am liebsten so gegen jetzt im Sommer zwischen 10 und 11 irgendwo zu einem Platz. Da sind dann die ganzen letzten Gassigänger meistens schon weg. Und ja, morgens so zwischen 7 und 8 kann man dann los wieder. Nur müsst ihr euch das einfach einplanen. Dann solltet ihr wissen, was euch passieren kann und womit ihr rechnen müsst, wenn ihr allein frei steht. Da sind allen voran natürlich die Geräusche. Das kann alles sein, von Tieren über das Auto selber das Geräusche macht, Regen, Äste, Haselnüsse, Eicheln, irgendwie Blätter, Äste, was runterfällt. Und das sollte man wissen, dass sich das anders anhört als zu Hause. Und das muss erstmal gar nichts heißen und vergeht auch mit der Zeit, dann weiß man auch, welches Geräusch wozu gehört. Dann natürlich rechnet mit Gassigängern. Es kann passieren, dass ein Forstwirt vorbeikommt, je nachdem, wo ihr steht und euch vielleicht, wenn ihr da nicht stehen dürft oder so, darauf hinweist, dass das Campen da nicht gestattet ist. Meistens ist das nicht schlimm, kann man freundlich sein, die sind auch freundlich. Dann kann es sein, dass die Polizei eine Kontrollrunde fährt, ist mir auch schon ein paar Mal passiert. Die haben mich aber noch nie angesprochen und waren vielleicht immer auf der Suche nach was anderem. Dann Jugendliche hängen häufig irgendwo ab oder ziehen da mal nachts vorbei trinkend. Ja, es fahren halt Autos vorbei. Das gab schon gruselige Geschichten, wo Leute eine halbe Stunde mit ihrem Auto um meinen Wagen rumgefahren sind mit Scheinwerfern und irgendwie das Auto abgecheckt haben und ich dann aber gefahren bin. Also einfach nur wissen, es gibt eine Palette von Dingen, mit denen man rechnen kann und dann kann man einsortieren, ist das gefährlich oder eben nicht. Wie muss ich das beurteilen? Dann schließe ich natürlich nachts mein Auto ab. Und manchmal mache ich das so, weil sich meine Freunde Sorgen machen, dann schicke ich denen den Standplatz über WhatsApp zum Beispiel, dann wissen die zumindest, wenn mal was passiert, wo sie suchen müssen, dass sie nicht erst die ganze Gegend durchsuchen müssen. Und wenn man einmal so ein mulmiges Gefühl hat, dann hilft auf jeden Fall telefonieren, über Social Media chatten
oder Netflix gucken, ja, und sich einfach nicht so verrückt machen lassen. Statistische Wahrscheinlichkeiten kennen, wie wahrscheinlich ist es, dass XY passiert, ist das nicht doch eher alles im eigenen Kopf? Und wenn man jetzt trotzdem noch Angst hat, mir das zum Beispiel sehr geholfen, jetzt überhaupt nicht in dem Kontext, aber ich habe früher Krav Maga gemacht, weil ich oft Spätschichten hatte und das sehr dazu beigetragen hat, dass ich mich zumindest handlungsfähig gefühlt habe, sollte mal irgendwas passieren. Und vielleicht ist das was für die eine oder andere auch eine Option sein könnte, dass man sich nicht mehr so potenziell hilflos fühlt. Und dann noch ein Punkt, gerade für Frauen ist das Thema etwas vermeintlich Verbotenes zu tun, so ein Ding, weil man immer so dazu erzogen wird als Mädchen, bloß nicht über Grenzen gehen, nicht aggressiv sein und Dinge selbstverständlich für sich beanspruchen, immer schön leise, unauffällig und gehorchend, vorbildlich sein. Und vielleicht ist das auch ein Ding, dass dieses komische Gefühl erstmal auch nicht weggeht, weil man sich die ganze Zeit denkt, darf ich das überhaupt? Und bei Männern sehe ich da eine krassere Selbstverständlichkeit, dass die sagen, ja klar, warum denn nicht? Ich lasse auch die Vorhänge offen und die Tür offen. Das ist für Frauen einfach erfahrungsgemäß was anderes und das ist auch okay so. Aber kann man sich vielleicht bewusst machen, dass jeder von uns das gleiche Recht hat, sich den gleichen Platz zu nehmen wie jeder andere, natürlich unter gegebenen rechtlichen Vorgaben, Einhaltung dessen. Aber im Rahmen dessen, was erlaubt ist, hat jeder das Recht, das zu leben, sich diesen Raum zu nehmen und darf sich dabei auch wohlfühlen und entspannt fühlen und genau, muss sich nicht so selbst dessen berauben. Frag dich, was ist das Schlimmste, das passieren kann? Also es kann komische Geräusche geben, es kann jemand klopfen, es kann dich jemand wegschicken und es könnte ein Bußgeld geben, wegen einer Ordnungswidrigkeit. Das ist das Allerschlimmste, was sozusagen im normal statistischen wahrscheinlichen Rahmen passieren kann. Und 99% der Leute interessiert einfach mal nicht, was du da machst. Und es ist auch ein schöner Perspektivwechsel, sich zu denken, okay, ich habe Vertrauen darin, dass ich positive Erfahrungen mache. Und wenn man freundlich ist und mit dieser Haltung auch auf die Leute zugeht, dann sind die meisten auch freundlich, wie zum Beispiel der Förster, der mich da angesprochen hat. Der hat mich nicht weggeschickt, weil ich mich dann auch nett mit dem unterhalten habe. Und genau, das heißt, es kommt meistens gar nicht so schlimm und die meisten sind einfach nur interessiert und dann, ja, funktioniert das. Also es ist Gewohnheitssache, ihr müsst euch auf jeden Fall zu nichts zwingen und ihr müsst auch nicht die Ultra-Freisteher werden. Wichtig ist, dass ihr euch wohlfühlt und nicht von irgendwie so einem Druck da stressen lasst. Und deswegen nicht stressen lassen, aufs eigene Bauchgefühl hören, im Zweifel immer wegfahren und ansonsten mit den niedrigschwelligen Varianten einsteigen, wenn man das doch machen will eben. Und schreibt mir doch mal, ob ihr gerne frei steht oder ob ihr das gerne machen würdet und was euch davon abhält, falls ihr das nicht macht. Und wenn ihr frei steht, wie lange ihr das schon macht und was ihr bisher so für Erfahrungen damit gemacht habt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm einen Daumen nach oben oder abonniert den Kanal.